Hallo, willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Verb umziehen plus Akkusativ. Das ist auch prüfungsrelevant für die B1 DTZ und zwar zum Thema Umzug und Renovierung. Und es geht um das Verb sich umziehen, das eine ganz andere Bedeutung hat. Okay, beginnen wir. Er sucht ein Haus und will in ein neues Haus umziehen. Das ist das Verb umziehen und das ist hier Akkusativ. Also umziehen bedeutet von Haus A ins Haus B. Okay, dann haben wir hier das zweite Verb, das ist reflexiv und das ist im Infinitiv sich umziehen. Die Managerin muss sich für die Arbeit umziehen. Im Präsens, sie zieht sich um, das bedeutet, sie zieht eine andere Hose an. Wenn wir uns hier das Bild anschauen und denken, dass das die Managerin ist, das bedeutet, sie trägt zum Beispiel eine rote Hose und möchte jetzt diese blaue Hose anziehen. Das ist sich umziehen. Okay? Im Perfekt, sie hat sich umgezogen, das bedeutet, sie hat etwas anderes angezogen. Und im Futur dieses Verb, sie wird sich umziehen, heißt, sie wird etwas anderes anziehen. Okay. Das haben wir jetzt analysiert. Das ist nicht so prüfungsrelevant, sondern das hier. Und deswegen geht es hier jetzt im Video weiter. Wir analysieren das Verb und dann kommt noch Wortschatz hinzu und eine Bildbeschreibung mit Fragen der Prüferin. Also, wir haben hier im Präsens. Ziehst du in ein neues Haus um? Oder formell, ziehen Sie in ein schönes Haus um? Antwort, ich ziehe in ein schönes Haus um oder ich ziehe nicht in ein schönes Haus um. Das hier ist das Perfekt. Bist du in ein großes Haus umgezogen oder sind Sie in ein teures Haus umgezogen? Ich bin in ein teures Haus umgezogen oder nein, ich bin nicht in ein teures Haus umgezogen. Jetzt kommt Futur, also Zukunft. Wirst du in eine Eigentumswohnung umziehen? Werden Sie in eine Eigentumswohnung umziehen? Ja, ich werde in eine Eigentumswohnung umziehen. Oder nein, ich werde nicht in eine Eigentumswohnung umziehen. Werdet ihr in eine ruhige Wohnung umziehen? Ja, wir werden in eine ruhige Wohnung umziehen. Oder nein, wir werden nicht in eine ruhige Wohnung umziehen. Okay, analysieren wir ein bisschen. In ein neues Haus, das ist das Haus, also das ist Akkusativ. In ein schönes Haus, Akkusativ. In ein großes Haus, Akkusativ. In ein teures Haus, Akkusativ. In eine Eigentumswohnung. Okay, was ist jetzt eine Eigentumswohnung? Das ist eine Wohnung, die man gekauft hat. Also wenn ich sage, ich werde in eine Wohnung umziehen oder in meine Wohnung umziehen, dann kann es sein, dass ich diese Wohnung miete. Aber wenn ich Eigentumswohnung sage, habe ich damit gemeint, das ist mein Eigentum. Das bedeutet also, ich habe diese Wohnung gekauft. Das ist die Eigentumswohnung. Okay. Jetzt haben wir hier verschiedene Optionen. Also ich kann sagen, ich ziehe in eine neue Wohnung um,
in eine große Wohnung, in eine günstige Wohnung, in eine ruhige Wohnung. Das ist die Wohnung. Und dann haben wir hier in ein großes Haus mit Garten, in ein ruhiges Haus mit Garage, in ein teures Haus, in ein renoviertes Haus. Ja, das ist auch alles Akkusativ und grün ist das Haus und die Grammatik ist eigentlich hier schon fertig. Weiter geht es mit der Prüfungsvorbereitung für die B1 und zwar Teil 2 Sprechen und zwar die Bildbeschreibung. So, jetzt gibt es hier eine Strategie zur Option A. Option A ist, wenn du normal sprichst, wenn du ein bisschen Angst hast, wenn du denkst, du kannst nicht so gut sprechen. Dafür habe ich das hier vorbereitet. Ich lese das einmal vor und dann erkläre ich das. Also du beginnst und du sagst, auf dem Bild sehe ich eine Wohnung. Die Wohnung ist klein. Da gibt es keine Möbel. Das sind ein Mann und eine Frau. Sie renovieren das Wohnzimmer. Sie haben weiße Farbe für die Wände. Sie streichen die Wände. Die Frau sitzt, der Mann steht auf dem Stuhl, kannst du sagen. Oder wenn du das jetzt neu lernst, das ist ein Hocker. Also der Mann steht auf dem Hocker. Weiter. Es ist Sommer und es ist warm. Das Zimmer ist schön. Da sind 2 Fenster. Die Fenster sind klein. Die Frau trägt ein Kleid. Sie hat lange Haare. Sie ist jung. Sie sind allein. Sie haben keine Kinder. Der Mann trägt eine Jeans und ein T-Shirt. Okay. Also ich denke, dass das, falls du Probleme hast, sehr einfach ist jetzt. Du musst nur renovieren lernen und streichen. Das ist alles. Also sie renovieren das Wohnzimmer und sie streichen die Wände. Wir können nicht sagen, sie malen die Wände. Ja, das ist speziell, das ist die Wände streichen. Okay, jetzt, diese Sätze sind insgesamt 20 Sätze. Das sind kleine Sätze, aber das ist B1. Okay. Dann geht es weiter und die Prüferin fragt, haben Sie so eine Situation schon mal erlebt? Und dann musst du bitte immer sagen, ja, ja, okay, weiter. Wir sind in eine neue Wohnung gezogen oder wir sind in eine neue Wohnung umgezogen. Wir mussten die Wohnung renovieren. Wir kauften Farbe für die Wände. Wir mussten die Wände streichen. Das war nicht einfach. Ich war sehr müde. Wir hatten keine Hilfe und es war auch sehr teuer. Okay, jetzt hast du hier 5 bis 8 Minisätze, also kleine Sätze in Vergangenheit, weil die Frage kommt immer in der Vergangenheitsform. Haben Sie so eine Situation schon mal erlebt? Heißt, da ist etwas nicht jetzt passiert, sondern früher. Und da musst du im Präteritum sprechen oder im Perfekt. So, dann kannst du sagen, wir sind umgezogen und mit wir mussten plus Infinitiv kannst du sehr viele Sätze formulieren. Wir mussten die Wohnung renovieren. Wir mussten neue Möbel kaufen. Wir mussten Essen kochen. Wir mussten zu Hause bleiben. Wir mussten helfen. Wir mussten bezahlen. Wir mussten streichen.
Also mit einem Verb, dieses mussten plus am Ende Infinitiv, kannst du sehr einfach Sätze in der Vergangenheitsform sagen, also formulieren. Dann mit dem Verb war, also das ist einfach jetzt, das war. Das war. Das war nicht einfach, ich war müde, das war teuer, das war nicht schön, das war schwer, das war nicht billig. Ja, also mit diesem Verb kannst du auch sehr viele Sätze bilden und du kannst auch sagen, hier, wir hatten keine Hilfe. Das ist normal, also das ist nicht einfach, wenn du Probleme hast, aber du kannst es gerne auch lesen und alles so auswendig lernen. Das Thema ist für die Prüfung sehr relevant. Das heißt, auch bei der B1 von Gast kann sein, dass dieses Thema vorkommt. Also kann sein, dass du dieses Thema hast. Und wenn du ein anderes Bild hast, und das ist schwerer, aber das Thema ist Renovierung oder Umzug, dann sagst du bitte das, was du kennst auf dem Bild, nichts Neues. Hier habe ich noch ein bisschen Wortschatz vorbereitet, also das ist spezieller Wortschatz für die Renovierung, der Pinsel, die Farbrolle, die Farbe für die Wände, die Tapete, der Eimer, die Leiter. Ja, also das ist, der hat hier keine Leiter, aber das ist der Eimer. Dann die Kiste oder der Karton. Also die Kiste, Plural die Kisten. Du kannst sagen, wir hatten viele Kisten oder wir mussten viele Kisten kaufen oder wir hatten die Kartons, wir hatten keine Kartons, aber wir mussten Kartons holen, okay? Und das Werkzeug. Das Werkzeug ist für alles. Du musst jetzt nicht der Bohrer und der Hammer und der Nagel und die Bohrmaschine, du musst es nicht alles kennen. Wenn du nur Werkzeug weißt, ist es genug, ja? Du kannst sagen, wir brauchten Werkzeug. Man hatte Werkzeug oder wir hatten kein Werkzeug. Okay? Gut. Jetzt kommt für diese Bildbeschreibung die Option B, und zwar das ist, wenn du denkst, dass du gut Deutsch sprichst und du hattest Zeit viel zu lernen und du hast immer die Hausaufgaben gemacht und dein Lehrer, dein Kursleiter oder Kursleiterin sagt, dass du sehr gut bist. Dann habe ich hier etwas anderes vorbereitet. Ich lese dir das vor und du kannst es gerne als Beispiel nehmen und auch gerne auswendig lernen. Also, auf dem Bild sieht man eine Frau und einen Mann, die eine Wohnung renovieren. Die Wohnung ist fast leer, es stehen keine Möbel im Raum. Die Wände werden gerade gestrichen in einer hellen Farbe. Die Frau sitzt auf dem Boden und streicht den unteren Teil der Wand. Sie trägt bequeme Kleidung, die sie beim Streichen schmutzig machen kann. Der Mann steht auf einem Hocker, um die obere Wand zu erreichen. Er streicht sorgfältig. Neben der Frau steht ein Eimer mit Farbe und sie hält den Pinsel. Beide wirken konzentriert, aber auch zufrieden mit ihrer Arbeit. Ich glaube, dass sie gemeinsam eine neue Wohnung vorbereiten. Okay, das ist jetzt hier auch B1. Also das war B1, diese Option mit 20 Sätzen. Das ist B1 mit 10 Sätzen. Ich habe das gezählt. So, B1 mit 10 Sätzen und das sind 10 jetzt größere Sätze. Ja?
Und wie gesagt, die Option A war B1 und die Option B ist auch B1. Dann kommen hier mögliche Fragen des Prüfers oder der Prüferin. Zum Beispiel, haben Sie haben Sie schon einmal etwas Ähnliches erlebt? Oder wie war Ihre Erfahrung in so einer Situation? Oder können Sie sich an eine ähnliche Situation erinnern? Und da musst du bitte immer mit Ja antworten. Zum Beispiel, ja, ich habe schon einmal eine ähnliche Situation erlebt. Vor 2 Jahren habe ich mit meiner Schwester ihre Wohnung renoviert. Die Wohnung war alt und wir mussten zuerst alles streichen. Wir haben weiße Farbe für die Wände benutzt und bunte Farben für das Kinderzimmer. Ich habe die Tapeten entfernt und dann mit einer Farbrolle die Wände gestrichen. Meine Schwester hat die Ecken mit einem Pinsel gemacht. Es war anstrengend, aber wir hatten auch viel Spaß dabei. Am Ende waren wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis und stolz auf unsere Arbeit. Ja? Also wie gesagt, beide Optionen sind B1. Es geht darum, dass du die Prüferin verstehst und dass du sprichst. Ob du einfach sprichst und normale Sätze, also kleine Sätze machst oder größere Sätze, das Ergebnis ist das gleiche. Bitte abonniere meinen Kanal. Ich unterrichte seit 22 Jahren mit großer Leidenschaft, aber ich bin auf YouTube ganz neu.